Ich fand die Diskussion zu Rassismus in Deutschland beziehungsweise die Diskussion zu schwarzes Leben in Deutschland 2020 sehr komisch. Insofern, als dass keine Kontinuitäten gemacht worden sind zu Personen oder Akteure, die dieses Thema vor Jahren schon thematisiert haben. Es ist sehr wichtig, diese Kontinuitäten zu zeigen und damit man nachvollziehen kann, wie schwarzes Leben in Deutschland sich historisch entwickelt hat. Das ist eine Sprachnachricht meines Freundes Eric Otieno. Eric kam zum Studieren aus Kenia nach Deutschland. Heute promoviert er in Kassel in Sozial- und Politikwissenschaften und publiziert Texte zu Kunst und Kultur der Gegenwart. Ich fragte ihn, wie er die Diskussion um Rassismus in Deutschland aktuell empfindet. Es ist 2020 und wir blicken auf ein Thema, das so groß wie weit ist. Im April wurde der Afroamerikaner George Floyd von einem Polizisten ermordet. Sein Tod markierte die vorläufige Spitze einer ganzen Reihe rassistischer Tötungsdelikte schwarzer Menschen durch Staatsgewalt, nicht nur in den USA. Auch in deutschen Städten gingen Tausende von Menschen auf die Straßen und forderten Gerechtigkeit. Sie forderten deutliche Strategien gegen antischwarzen Rassismus. Die aktuellen Debatten zeigen, wie unterschiedlich die Wissensstände und Vorstellungen sind. Um Dinge zu verändern, müssen wir erstmal genau hinsehen, wer überhaupt alles da ist. Welche Perspektiven gibt es? Warum werden sie noch immer zu wenig wahrgenommen? Welche Möglichkeiten gibt es, diese Perspektiven zu einem Teil des Ganzen zu machen? In den folgenden 60 Minuten geht es um Black Stories, um schwarze Geschichte und um schwarzes Erzählen in Deutschland. Mein Name ist Maret Ifoma-Kupka, ich bin Kunstwissenschaftlerin, Kuratorin und freie Autorin. Ich fahre nach Berlin, um Antworten zu finden auf Fragen wie: Gibt es so etwas wie schwarze deutsche Literatur? Gibt es ein spezifisch schwarzes Erzählen? Wer sich mit diesen Fragen beschäftigt, kommt um Berlin nicht herum. In den 80er Jahren unterrichtete Audre Lorde an der Freien Universität und trug maßgeblich zur Gründung einer organisierten schwarzen deutschen Bewegung bei. Zu dieser Zeit gründeten sich bis heute aktive Gruppen wie die ISD, Initiative Schwarze Menschen in Deutschland oder die Initiative ADEFRA, Schwarze Frauen in Deutschland. 1986 erschien Farbe bekennen, herausgegeben von Katharina Oguntoye, Mai Ayim und Dagmar Schulz, das erste Buch, das rassistische Alltagserfahrungen Afrodeutscher in diesem Land beschreibt und in die jahrhundertealte Geschichte schwarzer Deutscher einführt. Eine wichtige Anlaufstelle für schwarze deutsche Geschichte ist der Verein Each One Teach One im Wedding. EOTO ist ein community-basiertes Bildungs- und Empowerment-Projekt. Ich treffe dort Michael Götting. Er ist Autor und Journalist und leitet die Bibliothek bei EOTO. Gegründet wurde der Verein 2012 und eröffnete 2014 als Kiezbibliothek. Jeden Juni findet das Literaturfestival Afrolution statt. Dort lesen AutorInnen aus Afrika und den afrikanischen Diasporas in Europa und den Amerikas, halten Workshops für Kinder und Jugendliche, Talks, wissenschaftliche Vorträge und geben Performances. Hallo, mein Name ist Michael Götting. Ich bin Autor und Journalist und leite die Bibliothek von Each One Teach One. 2015 erschien im Unrast Verlag sein erster Roman Kontrapunktus. Er spielt in Berlin und erzählt 24 Stunden aus dem Leben von 5 schwarzen Deutschen um die Jahrtausendwende. Es geht um Begegnungen, ihre Beziehungen untereinander und zur weißen Mehrheitsgesellschaft. Es geht um Schwarzsein und Deutschsein. Michael, ich würde gerne gleich mit deinem Buch anfangen, mit deinem Roman, der 2015 erschienen ist, Kontrapunktus, und auch gleich eine Stelle daraus vorlesen. Super. Ich sitze auf einem der Polstersitze in der Mitte des Waggons, sehe aus dem Fenster, wo die Tunnelwand vorbeigleitet. Malik spielt an einer der Haltestangen Karussell, hält sich mit einer Hand fest, dreht sich im Kreis und lacht dabei ausgelassen. Ich schaue von Zeit zu Zeit zu ihm hinüber. Am Bahnhof Mohrenstraße blicke ich hinaus auf den fast menschenleeren Bahnsteig. Ich höre Malik jauchzen und höre, wie das Jauchzen wilder wird und auch das Quietschen seiner Hand an der Stange. Das Signal der schließenden Türen tönt schon durch den Wagen, als das Quietschgeräusch plötzlich etwas Endgültiges bekommt und dann mit einem Mal verstummt. Ich schaue hinüber, der Junge ist weg.
Die Türen sind bereits geschlossen und ich denke, dass er vielleicht hingefallen ist und nun hinter dem Sitz liegt. Ich stehe auf, sehe nach, aber dort ist er nicht. Der Zug fährt an, ich schaue aus dem Fenster und sehe, wie Malik sich auf dem Bahnsteig aufrappelt, sich die Handflächen an den Hosenbeinen abreibt. Dann, wie er den Kopf hebt und dem abfahrenden Zug mit ungläubigem Staunen hinterher sieht. Nur wenige Sekunden später habe ich ihn aus den Augen verloren. Der Zug taucht in die Dunkelheit und ich erblicke meinen Körper in der Spiegelung erstarrt wie eine Wachsfigur. Ja, ich habe aus einem ganz bestimmten Grund diese Szene ausgewählt, weil ich glaube, dass es eine ist, die vor allem Menschen, schwarze Menschen, die in Deutschland aufgewachsen sind, verstehen. Und die verstehen auch genau, warum diese Szene an genau diesem Bahnhof spielt und passiert ist. Der Bahnhof, der ja jetzt nochmal im Zuge der Black Lives Matter-Bewegung dieses Jahr eine neue Berühmtheit, natürlich in bestimmten Kontexten war die Straße schon immer berühmt, aber nochmal neu diskutiert wurde und jetzt auch dann endlich nach jahrelanger Bemühung und nach jahrelangen Kämpfen in Anton-Wilhelm-Amo-Straße umbenannt wird. Ich habe jetzt die Szene gewählt, weil ich finde, dass sich an ihr vielleicht etwas erklären lässt, was dann zu meiner nächsten Frage führt, nämlich ob es so etwas gibt wie ein Vokabular, wie eine Metaphernwelt, wie eine Symbolwelt, die wichtig ist, dass man sie kennt und dass man sie versteht, um schwarze deutsche Literatur überhaupt verstehen zu können. Ja, ich denke, dass es diese Metaphernwelt, wie du sagst, tatsächlich gibt, an der wir, glaube ich, auch einen Teil schwarzer Geschichte, schwarzen Lebens in Deutschland festmachen können. Das sind Bilder, das sind Namen, das sind Begriffe, das sind Redensweisen. Ich denke, dass Literatur einfach auch ein Weg sein kann, das wieder aufzurufen, das ins Bewusstsein zu holen und eben genau das zu zeigen. Es gibt da diese Metaphernwelten, diese Bilder, diese Begriffe, ne, die Sprache eben einfach arbeitet auch so, die immer wieder bestimmte Bilder von schwarzen Menschen aufruft. Und genau, die Hoffnung dabei ist jetzt meiner Meinung nach, also muss dahin gehen, einfach diese Bilder auch zu ersetzen und andere Begriffe zu setzen oder andere Namen zu setzen. Bei Olivia Wenzels Roman 1000 Serpentinen Angst gibt es diese Bananenszene, die dann auch in der Kritik immer wieder aufgetaucht wird, also gerne gewählt wurde, wo die Protagonistin, die Haupthandelnde des Romans, eben dieses Dreifachtrauma mit der Banane schildert, dass es einmal für sie schwierig ist, in der Öffentlichkeit eine Banane zu essen als Frau, weil sie dadurch sexualisiert wird, dann eben als Ostdeutsche eine Banane zu essen, weil es ja immer diese Witze mit Ostdeutschen und Bananen gab. Und dann als drittes eben dieses Trauma als schwarze Person in der Öffentlichkeit eine Banane zu essen. Ja. Und das natürlich sowas ist, was eigentlich die meisten schwarzen Personen in Deutschland, es ist interessant, dass es tatsächlich mit der Banane auch in anderen Kontexten nochmal anders ist, aber für Deutschland spezifisch dieses Dreiertrauma schon in Deutschland was sehr Spezifisches ist. Und das ja eigentlich auch Bilder sind, die eine Kritik auch kennen muss und verstehen muss, wenn die in der Literatur auftauchen, um ein Werk auch entsprechend einordnen zu können. Ja. Denke ich auch, dass es für die Kritik gerade sehr wichtig ist, diese Zusammenhänge zu kennen. Jetzt ist, glaube ich, die Situation so, dass das noch nicht der Fall ist. Wir haben noch nicht so viele Romane gehabt in Deutschland, die von schwarzen Menschen geschrieben sind, die diese Art von Aufmerksamkeit bekommen haben, wie jetzt Olivia Wenzels Roman, auch Jackie Tourmé. Und ich habe so ein paar Rezensionen gelesen, ein paar Kritiken gelesen, und da hatte ich so den Eindruck, okay, da sind jetzt Rezensenten und Rezensentinnen,
dabei noch rauszufinden, wie sie über schwarze Literatur aus Deutschland schreiben sollen, wie sie darüber denken sollen, wie sie es beschreiben. Und ich denke, da ist noch, das ist noch ein Schritt hin zu machen, um wirklich zu lernen, auch sich in der Tiefe damit auseinanderzusetzen. Ich glaube, dafür wird es auch wichtig sein, dass wieder die Stimmen von schwarzen Menschen gehört werden, die auch in den Feuilletons schreiben oder in den Feuilletons schreiben könnten. Und dass wir darüber auch wieder viel mehr Input bekommen, Informationen bekommen oder mehr Wissen bekommen über das Leben schwarzer Menschen. Aber ich glaube, da haben wir noch einige Schritte hinzutun. Ich notiere mir, es braucht eine Literaturkritik, die spezifische Bildwelten und Metaphern versteht, um Kunsterzeugnisse, die sich mit schwarzer Identität befassen, einordnen zu können. Und ich frage, ist das vorhandene Wissen über schwarze Lebensrealitäten möglicherweise noch viel zu sehr an den USA orientiert? Die afroamerikanische Kultur ist einfach auch sehr, sehr populär, auch durch die Musik, auch durch die Aufmerksamkeit, die die USA ohnehin bekommen. Und als solches war das auch ein wichtiger Zugang. Ich glaube, das ist auch so in der Geschichte der schwarzen Community hier in Deutschland einfach auch so ein ja, sagen wir mal, ein einfacherer Zugang und aber eben auch dann in der Geschichte, wenn ich es jetzt von der BRD, von der westlichen Seite aus betrachte, ist es auch irgendwo selbstverständlich. Aber ich glaube auch, dass es wichtig zu sehen, dass sich in Deutschland, in Europa auch eine eigene schwarze Kultur längst etabliert hat, würde ich sagen. Das sehen wir vielleicht noch nicht so im Mainstream, da kommt es jetzt gerade erst an. Aber es ist unheimlich wichtig, dass wir auf die Entwicklungen schauen und auch darüber Bescheid wissen. Braucht es in Deutschland eine universitäre Verankerung von Black Studies, von Black German Studies, damit vielleicht einerseits auch eine Kritik sich bilden kann, eben aus dem Wissen heraus, die mit dieser Form von Kunsterzeugnis, von Kulturerzeugnis umgehen kann? Ja, unbedingt. Also das fände ich persönlich fände es sehr wichtig. Ich glaube, es wäre allgemein für uns in Deutschland sehr, sehr, sehr wichtig. Das ist, glaube ich, soweit ich weiß, in Europa einfach auch noch nicht so stark ausgeprägt. Aber gerade hier in Deutschland, denke ich, wäre es sehr, sehr wichtig, auch um die Perspektiven schwarzer Menschen kennenzulernen, vertrauter zu sein, auch mit der Präsenz schwarzer Menschen, auch an Universitäten und in verschiedenen Positionen. Und ich glaube, das wäre sehr, 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 sehr hilfreich. Und dann eben auch mit der Perspektive, dass da auch schwarze Menschen hinkommen und dann gemeinsam halt Think Tank-mäßig über Entwicklung, Innovationen nachdenken. Das fände ich unheimlich spannend und ich glaube für uns gerade sehr, sehr wichtig. In ihrer Eröffnungsrede des diesjährigen Ingeborg-Bachmann-Preises fragte die Autorin Sharon Dodua-Otoo, ob Schwarze Blumen malen dürften. Natürlich geht es nicht um Blumen, sondern vielmehr um die Frage, inwiefern Kunsterzeugnisse von schwarzen Menschen als solche rezipiert werden. Im englischsprachigen Raum ist es üblich, bestimmte... Sharon Dodua-Otoo gewann 2016 mit ihrer Kurzerzählung »Herr Gröttrup setzt sich hin« den Ingeborg-Bachmann-Preis. Sharon und ich trafen uns das erste Mal vor 2 Jahren in Frankfurt bei dem Literaturfestival Textland, das sich mit Literatur, Sprache, Wissenschaft und Kunst in unseren pluralen Lebenswelten auseinandersetzt. Jetzt treffe ich sie wieder in Berlin. Ich bin Sharon Dodua-Otoo. Ich bin Autorin und Aktivistin bei der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland. Ich bin in London geboren und aufgewachsen und wohne hier in Berlin mit meiner Familie. In der diesjährigen Eröffnungsrede zum Ingeborg-Bachmann-Preis hast du die Frage gestellt, dürfen schwarze Blumen malen? Und hast am Ende deiner Rede auch gleich die Antwort gegeben, ja. Und dem würde ich zustimmen. Na klar, dürfen schwarze Blumen malen. Die Frage ist aber, können sie das tatsächlich? Denn ist es möglich, in Deutschland Literatur zu machen als schwarze Person, ohne dass zu irgendeinem Zeitpunkt
dein Schwarzsein, die Herkunft, deine Wurzeln thematisiert werden? Ist eine spannende Frage. Ich denke schon, dass in dem jetzigen Kontext, so wie die Literatur jetzt aussieht in Deutschland, dass es eher unwahrscheinlich ist, dass schwarze Menschen Literatur machen können, ohne dass das thematisiert wird. Ich persönlich denke, also ich will, dass es thematisiert wird. Ich habe sehr oft darauf bestanden, dass ich als schwarze Autorin benannt wird. Und der Grund war ganz einfach, weil ich absichtlich Literatur schreibe mit einer schwarzen Perspektive. Es gibt bestimmte Sachen, die ich transportieren möchte in meiner Literatur. Ich schreibe auch für schwarze Personen, weil ich weiß, in diesem Kontext, so wie sie aktuell läuft, dass vieles geschrieben wird, veröffentlicht wird für weiße Menschen und Schwarze können halt mitlesen, aber die sind nicht wirklich als Zielpublikum gedacht. Und deswegen mit meiner Arbeit habe ich tatsächlich diese Menschen vor Auge, wenn ich schreibe. Und deswegen ist es für mich gar nicht schlimm, dass das mitgedacht wird, dass wenn meine Literatur rezensiert wird, dass darauf eingegangen wird, dass ich schwarz bin. Das finde ich gut. Ich finde das genauso relevant, ehrlich gesagt, wie mein Frausein, wie mein Britischsein. Das alles beeinflusst, wie meine Literatur gelesen wird und gedeutet wird. Was würdest du sagen, ist in dem Kontext schwarze deutsche Literatur, schwarze Literatur? Und was ist an dieser Form von Literatur anders als an nicht schwarzer Literatur? Immer wenn ich gefragt werde, warum ich schwarz mit einem großen S schreibe, verweise ich darauf, dass schwarz großgeschrieben eine politische Bedeutung hat. Es ist eine politische Selbstbezeichnung. Es geht nicht um meine Farbe. Also ich schreibe schwarz nicht, um meine vermeintliche Hautfarbe zu beschreiben, sondern ich möchte darüber nachdenken, was habe ich für Erfahrungen gemacht, was habe ich für ein Wissen, ein kulturelles Wissen, was habe ich gelernt von anderen Generationen, was habe ich geerbt, was kann ich vererben, was kann ich dazu beitragen, dass schwarzes Wissen, schwarze Perspektiven in diesem Kontext, das ja mehrheitlich weiß ist, wie kann ich das prägen? Und das ist das, was ich mit Schwarz ausdrücken möchte, wenn ich das mit großem S schreibe. Ich glaube manchmal, wenn über Schwarzsein gesprochen wird in diesem Kontext, weil wie ich das wahrnehme, sind wir nicht wirklich gewöhnt, über Schwarzsein zu reden. Wenn ich sage wir, ich meine nicht schwarze Personen, sondern in den Medien, in dem Kontext von Literatur. Ich glaube, es gibt ein Missverständnis, habe ich so festgestellt, dass wenn über Schwarzsein gesprochen wird, es wird oft verstanden, als wäre es eine Reduzierung auf einen Opferstatus oder so. Oder ich weiß, dass Schwarz oft in Zusammenhang mit etwas Negatives verbracht wird, so schwarz fahren. Oder neulich habe ich von schwarzer Pädagogik gehört und ich war total schockiert, dass das was Schlechtes, Negatives ist. Und ich würde gerne Schwarz als was Positives konnotiert prägen, beziehungsweise es muss nicht unbedingt positiv sein, aber es ist eine bestimmte Art und Weise, die Welt zu betrachten, zu erfahren. Genauso übrigens wie Weißsein es ist. Es ist nur so, dass wir nicht explizit sagen weiße Literatur. Das wird als Norm gehalten. Aber das ist mir nicht so wichtig, über weiße Literatur nachzudenken oder Weißsein nachzudenken. Mir geht es darum, eine starke, schwarze Kultur zu prägen. Du sagtest, dir ist wichtig, als schwarze Autorin wahrgenommen zu werden. Dein Frausein ist hier wichtig, auch dein Britischsein ist dir wichtig. Du bist Britin und schreibst im deutschsprachigen Raum. Im Frühjahr erscheint dein neuer Roman Adas Raum, den du auf Deutsch geschrieben hast. Ist das, was du machst, schwarze, deutsche Literatur? Ich würde sagen, auf jeden Fall ja. Wir reden über deutsche Literatur oder schwarze deutsche Literatur. Es geht nicht darum, deutschsprachige Literatur zu schreiben. Und ich bin der Meinung, dass alles, was in diesem Kontext geschrieben wird, es wohnen ja viele Leute, die schreiben aber nicht unbedingt auf Deutsch. Viele Menschen, die geflüchtet sind
oder Menschen wie ich, die aus anderen europäischen Ländern kommen und hier arbeiten, hier kreieren, Kunst machen, die arbeiten mit vielen verschiedenen Sprachen. Und Deutschland ist ja auch vielsprachig und das zeigt sich auch in der Literatur. Und deswegen gehört das alles zu Deutschland, meiner Meinung nach. Und das, was ich schreibe, auf jeden Fall auch. 2016 hast du den Ingeborg-Bachmann-Preis gewonnen, der somit der wichtigste Literaturpreis im deutschsprachigen Raum ist. Das ist ein bisschen wie eine Adelung. Und dass du jetzt quasi angekommen bist im deutschen Literaturbetrieb. Wie wichtig ist das für dich und deine Arbeit? Diesen Preis gewonnen zu haben. Einerseits sehr wichtig, es hat mein Leben auf den Kopf gestellt. Also vorher habe ich in meiner sogenannten Freizeit geschrieben und jetzt kann ich das, also das ist meine Erwerbsarbeit. Ich bin Autorin und Full-Time Famous Person. Aber andererseits ist das für mich ein Mittel zum Zweck. Mein Schreiben war für mich sehr wichtig, wie ich gesagt habe, weil ich mich sehr stark als schwarze Autorin identifiziere. Und ich habe vor dem Preisgewinn mich nicht so sehr mit der deutschen Literaturlandschaft identifiziert. Ich habe gedacht, da ist kein Platz für meine Inhalte. Ich habe auch nichts Ähnliches damals gesehen. Und deswegen war mein Fokus eher auf Leute, die Interesse an meiner Arbeit haben, die sich durch meine Arbeit repräsentiert fühlen. Und dieser Preisgewinn war sowas wie eine schöne Überraschung und damit habe ich dann Zugang bekommen zu zu Fischer Verlag und ein ganz anderes, breiteres Publikum. Wie wichtig ist das für dich, in einem etablierten Verlag zu sein? Also einerseits wichtig für dich, aber wie schätzt du grundsätzlich die Wichtigkeit ein, in einem Verlag wie Fischer vertreten zu sein? Dann bist du auch in einer Literaturagentur vertreten, also bist eigentlich komplett verankert in dem deutschen Literaturbetrieb, wie er funktioniert. Wie wichtig ist das und für wie wichtig hältst du das auch für nachkommende Generationen, für Personen, die auch Autoren werden möchten? Es ist extrem wichtig, dass ich da gelandet bin. Einerseits, weil, wie gesagt, ich kann jetzt von dieser Arbeit leben und das bringt so ein großer Verlag mit großem Budget für solche Sachen, Marketing und so weiter. Das ist mein Privileg jetzt, dass ich das habe. Die Agentur schaut, dass ich so viel Geld wie möglich bekomme für meine Vorauszahlungen und solche Sachen. Ich darf aber in diesem Kontext nicht vergessen, dass ich nicht da wäre, hätte ich nicht die Möglichkeit gehabt, überhaupt Fuß zu fassen in einen kleinen Verlag. Es war ganz wichtig, dass es diese kleinen, unabhängige Verlage gab, die gesagt haben, wir gehen ein Risiko ein mit diesem Roman. Also ich habe meine erste Novelle auf Englisch verfasst, ganz kleine Auflage. Und hätte ich das nicht gehabt, dann wäre das ganze andere nicht passiert. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich jemals bei Fischer gelandet wäre, hätte es das nicht gegeben, hätte es den Preis nicht gegeben. Also es braucht beides. Du bist nicht nur Autorin, sondern auch Aktivistin. Warum ist das wichtig und lässt sich das überhaupt trennen? Ich sehe mein Autorin-Sein und mein Aktivistin-Sein ganz eng verknüpft. Also ich kann die nicht auseinanderdenken, ich möchte das auch nicht auseinanderdenken. Ich fing an als Aktivistin, die Literatur geschrieben hat und da war mein Impuls, wie gesagt, eine Literatur zu schreiben, die schwarze Menschen selbstverständlich als Lesenden vorsieht, wo handelte Figuren in der Hauptrolle vorkommen, nicht klischeehaft, nicht beleidigend, nicht mit rassistischem Vokabular rumgeschmissen wird. Das war mein Ziel als Aktivistin, so eine Literatur zu schreiben. Jetzt sehe ich mich als Autorin, die einen aktivistischen Background hat. Das heißt, im Moment ist es so, dass ich sehr viel gelernt habe über die Kunst, einen Roman zu schreiben. Ich habe sehr viel geübt in den letzten 4 Jahren. Und ich würde sagen, mein Romanprojekt ist tatsächlich ein künstlerisches Werk. Aber die Perspektiven in dem Roman sind, also ich habe sehr viel gelernt aus aktivistischen Menschen im schwarzen deutschen Kontext. Und aufmerksame Lesenden werden merken, woher meine Motive, meine Themen, woher diese Figuren kommen.
Was wünschst du dir für die Zukunft? Ich wünsche mir, dass die Frage um Schwarzsein nicht so eng gefasst wird, dass es so mit einer Angst behaftet ist. Haben wir genug schwarze AutorInnen? Was bedeutet schwarz sein? Wie können wir gucken, dass die richtige Inhalte rübergebracht wird? Ich wünsche mir einfach, dass sehr, sehr viele Menschen an diesem Literaturbetrieb teilhaben dürfen und eine große Palette an Inhalte, an Perspektiven. Es gibt ja schwarze Personen, die haben Behinderungen, es gibt queere schwarze Personen, es gibt alte schwarze Personen. Das alles gehört mit in die deutsche Literatur. Es geht darum, eine Vielfalt an Perspektiven zu ermöglichen. Und das bedeutet auch eine Vielfalt schwarzer Perspektiven. In 60 Minuten lässt sich nicht erzählen, was alles passiert und was bis hierhin alles passiert ist. Ich werde nicht mit allen sprechen können, mit denen ich für einen vollständigen Beitrag sprechen müsste. Ich werde nicht alle Orte zeigen können, denn natürlich passiert schwarze Literatur, Kunst und Kultur nicht allein in Berlin und hier auch nicht allein an diesen Orten. Wer sich mit schwarzer deutscher Geschichte befasst, leistet immer auch ein Stück weit Detektivarbeit, weil es dabei um etwas geht, was der Mainstream nicht abbildet. Kunst und Literatur entstehen auf Spoken-Word-Bühnen. Es gibt Comedy, Podcasts und InfluencerInnen in den sozialen Medien. Es wird im Selbstverlag publiziert und an unabhängigen Theatern gearbeitet. Dieses Jahr zum Beispiel starteten Joanna Tischkau und Anta Helena Recke ihr Performance-Ausstellungsprojekt Deutsches Museum für schwarze Unterhaltung und Black Music. Es war Ende August für 10 Tage in Frankfurt im Museum Angewandte Kunst zu sehen. Am Eingang des Museums hing eine Tafel mit 250 Namen, eine unvollständige Liste derer, die nach dem Zweiten Weltkrieg bis 2005 in der BRD und der DDR erfolgreich die Unterhaltungskultur prägten. 250 Namen, die dort so aufgereiht in ihrer bloßen Menge staunend machten. Warum werden ihre Geschichten nicht erzählt? Warum werden diese Kulturerzeugnisse nicht aufgearbeitet und kontextualisiert, um darüber ihre Bedeutung herausarbeiten zu können, nicht allein für schwarze Menschen in Deutschland, sondern für die Kulturgeschichte Deutschlands im Allgemeinen? Hallo Olivia, mich erreicht gerade eine Anfrage und da stand etwas bei, was mich etwas stutzig machte, nämlich, dass bekannt sei, dass ich Vorbehalte gegen dein Buch hätte. Ich kann mich jedenfalls nicht daran erinnern, das irgendwo so gesagt zu haben. Ich habe Anfang des Jahres im Deutschlandfunk die Rezeption von Jackie Thomas Brüder kritisiert. Und meine Kritik ist interessanterweise oft als Kritik am Buch selbst missverstanden worden. Nämlich, dass es darin angeblich zu wenig um Rassismus gehe. Später erschien dann eine Rezension deines Buches in der Süddeutschen und da wurde das auch nochmal behauptet. Und das ist natürlich totaler Quatsch. Ich bin ja nicht die Rassismuspolizei der schwarzen deutschen Literatur. Meine Kritik richtete sich an das weiße deutsche Feuilleton und die weitgehende Unfähigkeit, mit so einer Literatur oder sogar schwarzer deutscher Kulturproduktion allgemein gut und angemessen kritisch umzugehen. Ich bekam eine Anfrage, ob ich am Museum Angewandte Kunst in Frankfurt ein Gespräch mit Olivia Wenzel führen würde. Ihr Roman »1000 Serpentinen Angst« ist aktuell für den Deutschen Buchpreis nominiert. Darin erzählt sie die Geschichte einer jungen, schwarzen, queeren Person, die in der ehemaligen DDR aufwuchs und nun ihren Platz im Leben sucht. Ihr Roman ist anders als der Jackie Thomas, der im vergangenen Jahr auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises war und der von 2 schwarzen Männern handelt, die um die Wendezeit in Deutschland ihrer Jugend entwuchsen. Während bei Tome Rassismus nicht Hauptthema ist er bei Wenzel zentrales Element der Erzählung. Als Expertinnen für Rassismus aufzutreten, wird allerdings von beiden Frauen erwartet. Mit René Agiga bin ich seit einer Weile im regelmäßigen Austausch. René ist Leiter des Ressorts Literatur, Philosophie und Religion beim Deutschlandfunk Kultur. Davor war er lange Kritiker für Sachbücher bei der Zeitschrift Literaturen. Ich möchte von ihm wissen, an welchen Stellschrauben des deutschen Literaturbetriebs gedreht werden müsste, damit sich nachhaltig etwas ändert. Ich finde die Frage, die ich jetzt bei dir gehört habe, sehr sinnvoll, nämlich zu fragen, wo könnte man was ändern, wenn man was ändern will. Und
der Literaturbetrieb, der ist jetzt ja nicht homogen. Das Wort Literaturbetrieb ist also so ein eigenartiges, das gibt so ein bisschen vor, dass da alle Akteure tatsächlich einer Organisation angehören würden. Das ist ja nicht der Fall, sondern es gibt unterschiedliche. Ich selber gucke jetzt vor allem oder habe vor allem im Blick einerseits Verlage und andererseits Redaktionen. Es gibt noch viel mehr, die ich jetzt aber einfach nicht so gut kenne, zum Beispiel im Buchhandel oder Vertreter oder so. Das weiß ich nicht so genau, aber so von außen sehe ich Verlage, von innen sehe ich zumindest eine Redaktion, bei der ich arbeite oder auch so benachbarte. Und da kann man unbedingt jeweils einzeln als Organisation was tun. Also jeder Verlag kann sich sagen, ich möchte mein Programm öffnen. Oder jeder Verlag kann sagen, ich möchte meine Mitarbeiterschaft öffnen. Und jede Redaktion kann das im Prinzip tun. Es gibt eine Ebene, auf der kann man ja auch nach meinem Eindruck jedenfalls beobachten, dass sich in den letzten 2, 3, 4, 5 Jahren sehr was verändert. Und das sind die Programme von Verlagen. Aber betrifft es tatsächlich auch schwarze deutsche Literatur? Denn ich habe so ein bisschen den Eindruck, wenn man in Deutschland von schwarzer Kunst, Kulturproduktion spricht, dass der Blick dann eher in die USA geht und dass man dann aus dem Kontext Dinge übersetzt im Literaturbereich, aber vor allem jetzt auch ganz jüngst natürlich in der rassismuskritischen Literatur. Und da wäre meine Frage, für wie problematisch du sowas halten würdest? Ich teile den Eindruck, dass wenn sich die Verlagsprogramme in den letzten Jahren so geöffnet haben, Richtung auch schwarzen Autorinnen, Autoren und schwarzen Themen, oder nicht weißen, würde ich eigentlich lieber sagen, muss ich sagen, dann hat das ganz viel zu tun mit Dingen, die nicht in Deutschland produziert wurden. Also diesen Eindruck teile ich total. Es ist viel eingekaufte Ware dabei, also weniger, was die Verlage selbst in Deutschland angeregt haben oder auf Angebote reagiert haben und mehr, das auf dem amerikanischen wahrscheinlich vor allem Markt eingekauft worden ist und übersetzt worden ist. Das sind Bücher, von denen zum Beispiel auch immer klar ist, die sind sehr gut, weil die haben die Feuertaufe auf einem Markt schon mal überstanden. Und das geht auch sehr schnell, natürlich solche Sachen einzukaufen. Für sowas sind Buchmessen da. Also da kaufen Verlage über Agenten Bücher ein und lassen sie dann übersetzen. Und das geht natürlich schneller, als selbst Projekte anzustoßen oder auf Anregungen von außen einzugehen oder gar das Personal, also beispielsweise Lektorat, nach und nach so zu entwickeln, dass auch andere Sachen in den Blick kommen. Das ist natürlich eine Sache von vielen Jahren, also eine Entwicklung von vielen Jahren. Und es geht sehr viel schneller festzustellen, oder ist in Großbritannien was gut gelaufen oder ist in den USA was gut gelaufen. Lass es uns kaufen und übersetzen. Na klar. Ich habe da gar nichts dagegen. In deiner Frage steckt so ein bisschen, habe ich jedenfalls so vermutet, der Vorbehalt, dass das nicht der Weisheit letzte Schluss sein kann, und dass die Meinung teile ich. Also wenn das so ist, natürlich ist das nicht alles, denn die Geschichte des Rassismus in den USA, großartiges Buch von Dr. Candy, die ist einfach nicht die Geschichte des Rassismus in Deutschland, und letzteres eben auch interessant. Bestenfalls regt das die Neugier an, herausfinden zu wollen, was es in Deutschland für Nicht-Weiße, wie René sagt, Literatur gibt, und danach zu fragen, wer hier zum Thema Rassismus forscht und publiziert. Und wo will schwarze Literatur in Deutschland überhaupt hin? Wenn die Frage ist, oder deine Frage ist, wo geht die schwarze Literatur hin? Was will die überhaupt? Und dann ist meine eindeutige Antwort, keine Ahnung. Ja. Ich bin sogar skeptisch, ob es dieses Genre überhaupt gibt oder ob es geben soll oder so. Da bin ich meinungslos. Wozu ich nicht meinungslos bin, ist, ich würde mir wünschen, dass das, was wir jetzt Literaturbetrieb genannt haben, sich mehr öffnet für Leute, die nicht weiß sind. Und wenn einfach
Leute, die nicht weiß sind, so weiß wie der deutsche Literaturbetrieb insgesamt noch immer, anfangen zu arbeiten, dann werden von ganz alleine zu wissen, dass der Ausgang offen ist. Also jedenfalls für mich ist das wichtig zu wissen. Es mag andere Leute geben, die das wissen, was schwarze Literatur ist und wo die hin soll und wo die hin will und so. Ich weiß das nicht. Ich würde das für komplett offen halten. Ich weiß nur, dass es anders sein wird als das, was ein rein weißer Literaturbetrieb ist. Meine vorerst letzte Station in Berlin ist der Orlando Verlag. Dort erscheint unter anderem ein Großteil der afrodeutschen Literatur sowie klug kontextualisierte Übersetzungen nicht deutschsprachiger schwarzer Literatur. Vor kurzem erschien Farbe bekennen, das lange Jahre vergriffen war, in Neuauflage. Ebenso wie Schwarze Wurzeln, afrodeutsche Familiengeschichten von 1884 bis 1950 von Katharina Oguntoye. Orlando ist auch der Verlag, in dem Natascha Kelly publiziert. Ich bin Natascha Kelly, promovierte Kommunikationswissenschaftlerin, Soziologin, Aktivistin, Regisseurin, Filmemacherin und Autorin im Orlando Verlag. Die schwarze Frau. Die schwarze Frau. Ich lernte Natascha auf der letzten Berlin Biennale vor 2 Jahren kennen. Dort war sie als Künstlerin mit ihrem Film Millis Erwachen vertreten. Darin stellt sie 8 schwarze Kunstschaffende verschiedener Generationen vor, die ihre eigene selbstbestimmte Identität als schwarze Frauen innerhalb der weißen deutschen Mehrheitsgesellschaft gebildet haben. Der Titel der Arbeit geht zurück auf ein Gemälde des deutschen Expressionisten Ernst Ludwig Kirchner. Dieser malte 1911 die schlafende Milli. Natascha Kelly lässt sie in ihren Videointerviews sinnbildlich erwachen. Du hast sehr viel zu schwarzer deutscher Geschichte publiziert. Du hast deine Dissertation zu schwarzer deutscher Geschichte geschrieben. Und hier in diesem Gespräch würde ich heute gerne über deine neueste Erscheinung sprechen. Worum geht's in The Comet Afrofuturism 2.0? Ich habe vor 2 Jahren ein Symposium gemacht am Hau Hebel am Ufer-Theater in Berlin zum Thema Afrofuturism. Damals ging es mir um 2 Sachen. Also einmal wollte ich W.E.B. Du Bois dem Publikum vorstellen oder reintroduce, wieder neu vorstellen. Und einmal wollte ich Afrofuturism 2.0 wieder einführen. Und es waren ganz viele Sprecherinnen eingeladen, Rednerinnen, Vortragende. Wir hatten Panel-Discussions und. Und das ist eigentlich eine Dokumentation davon, was jetzt 2 Jahre später kommt, aber überhaupt nicht an Aktualität verloren hat. Im Gegenteil. Ich glaube, es hat nochmal eine neue Dimension gewonnen in der heutigen Zeit, wo wir jetzt tatsächlich sind mit Corona, mit Black Lives Matter. Weil The Comet ist tatsächlich eine Kurzgeschichte, die Du Bois geschrieben hat vor exakt 100 Jahren, 1920. Und damals, also er hat die Geschichte geschrieben während der letzten Pandemie, ne? Also bekannt als die spanische Grippe. Während dieser Phase gab es damals schon Demonstrationen, Proteste und Unruhen in den USA gegen den weißen rassistischen Terror, was auch als Red Summer bekannt wurde. Und heute wiederholt sich die Geschichte. Ne? Wir haben jetzt Corona, wir haben Black Lives Matter und die Kurzgeschichte fasst es tatsächlich auch wieder zusammen, in was für eine Zeit wir eigentlich leben, dass letzten Endes es eigentlich egal ist, was passiert. Es kann ein Komet auf die Welt fallen oder in diesem Fall auf New York. Und das wird nicht die rassistischen Strukturen brechen, sondern wir müssen ja als Menschen agieren. Wir müssen ja als Menschen handeln, um diese Strukturen zu durchbrechen. Und darum geht es in dieser Publikation, wo eben viele, nicht nur Akademikerinnen, tatsächlich Wissenschaftlerinnen, IT-Expertinnen, Feministinnen zu Wort kommen und die Perspektive auf die schwarze Zukunft richten. Nun ist Du Bois ja
US-amerikanischer Theoretiker, also hat wesentlich zum Diskurs, zur rassismuskritischen Auseinandersetzung im US-amerikanischen Kontext beigetragen. Nun ist es so, dass wir in Deutschland ein bisschen das Problem haben, dass die rassismuskritische Auseinandersetzung sehr US-amerikanisch geprägt ist, dass wir sehr oft in die USA schauen, was dort passiert, wie dort Dinge verhandelt werden und dort auch immer die Gefahr besteht, dass Debatten, Auseinandersetzungen und vor allem auch eine Ortsspezifik, also wir haben ja in Deutschland eine ganz spezielle Geschichte, mit eine ganz spezielle schwarze Geschichte, die natürlich auch Teil der deutschen Geschichte ist. Nun beschäftigst du dich sehr viel mit Du Bois. Was hat das mit dem deutschen Kontext zu tun? Also ich würde sagen 2 Sachen. Also einmal W.E.B. Du Bois hat als schwarzer US-amerikanischer, ja inzwischen Wissenschaftler, Aktivist, Journalist in Deutschland studiert während des deutschen Kolonialismus. Ich glaube, das ist für mich das Prägendste gewesen, also warum ich ihn überhaupt als relevant für den deutschen Diskurs erachte, weil er ja als Rassismusforscher seine relevantesten Theorien in Deutschland entwickelt hat und sie dann in die USA wieder zurückgenommen hat, um sie dort anzuwenden. Wir reden von 19. Jahrhundert, im Wechsel zum 20. Jahrhundert. Das ist das eine. Und das andere ist, dass ich überhaupt nicht in nationalen Kategorien denke, also sondern eher diasporisch. Es gibt eben den Kontinent und es gibt die afrikanische Diaspora. Und ich glaube, dass jenseits jeglicher eurozentrischer Strukturen, dass, wenn wir vor allem auch über Rassismus sprechen, es wichtig ist, jenseits nationaler Grenzen zu denken. Weil Rassismus macht ja nicht an der Grenze Halt, im Gegenteil. Es geht ja viel mehr darum, diese Theorien anwendbar zu machen, die er letzten Endes ja hier entwickelt hat und die für die afrikanische Diaspora, also zumindest im globalen Norden, auf jeden Fall eine Gültigkeit haben. Das ist das Zweite. Du sprachst vorhin von einer schwarzen Zukunft. Was wäre für dich die schwarze Zukunft? Ja, wenn ich das wüsste, ne? Also eigentlich würde ich die Frage ja noch vorher ansetzen, sind Schwarze nämlich in der Zukunft? Das ist ja eigentlich das, worum es bei Afrofuturism geht, ne? Und, sich die Frage zu stellen, werden wir in der Zukunft sein und wenn ja, in welcher Form, hätte ich fast gesagt. Also nicht, dass wir jetzt plötzlich als Aliens daherkommen, aber inwieweit das Schwarzsein dann eine Rolle spielt. Kann es zu einer weiter gefassten Norm gehören? Ja, also es soll jetzt nicht heißen, dass wir dann in der Zukunft alle weiß werden, um Gottes Willen, sondern dass es dann auch okay ist, schwarz zu sein, ohne als schwarz markiert zu werden. Darum geht es ja. Das ist, wir sind ja jetzt in der Gegenwart und kämpfen gegen Rassismus und gegen Sexismus und gegen andere Ismen und so weiter. Aber die Frage ist, wofür kämpfen wir? Ne? Und wie sieht diese rassismus-sexismusfreie Gesellschaft aus? Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir das manifestieren, also gedanklich, also diese Visionen überhaupt erst kreieren, damit sie sich manifestieren können. Ja, also wenn wir uns nicht Vorstellungen von von Zukunft schaffen, Visionen von Zukunft schaffen, dann wird sie ja nie werden. Würdest du sagen, dass deine Arbeit zu einer Schaffung dieser Vision, also zu einer Visualisierung dieser Zukunft beiträgt? Also eine Zukunft, ich verstehe das so, dass du von einer Welt sprichst, von der wir jetzt noch nicht so genau wissen, wie sie aussieht, aber dass es auf jeden Fall eine Welt ist, in der alle gleichwertig, gleichberechtigt sein können und auch in ihrer Verschiedenheit sein können. Du schreibst, hatte ich eingangs gesagt, du schreibst auch wissenschaftlich, du bringst Sammelbände raus, Übersetzungen, du hast einen Film produziert, du machst Theater. Ganz aktuell hast du hier in Berlin auch eine Ausstellung laufen. Würdest du sagen, dass diese Interdisziplinarität deiner Arbeit etwas ist, was schwarzes Kunstschaffen ausmacht?
Definitiv. Also, weil ich nicht nur als schwarze Frau schreibe, sondern auch über schwarze Themen schreibe und schwarze Hauptfiguren habe mit schwarzen Geschichten. Das ist ja das Entscheidende. Also, es reicht ja nicht nur zu sagen, ich bin eine schwarze Frau und deswegen mache ich schwarze Kunst, sondern es handelt ja auch in allem, mit jedem Schriftzug, hätte ich fast gesagt, geht es ja um das Schwarzsein. Das ist das eine. Und das andere, ich glaube, mit dem Schreiben, wenn ich überhaupt eine Zielsetzung habe, dann ist es Raum und Zeit zu durchbrechen. Das ist ja, was Afrofuturismus ja kann. Ne? Es geht ja darum, Zeit und Raum nicht linear zu denken, nicht eurozentrisch zu denken. Etwas fängt hier an und hört da auf und hat keine Kontinuität. Dann müssen wir anfangen, neu zu denken. Wir sind ja Menschen. Das ist ja funktioniert ja anders und ist ja eher zirkulär zu sehen, dass es darum geht, Raum und Zeit zu durchbrechen, Strukturen zu durchbrechen und Räume zu schaffen für Kreativität und nicht nur für ein Abreagieren oder überhaupt Reagieren auf bestehende Strukturen. Das ist ja das eine, sicherlich wichtig, aber um kreativ zu sein, braucht es ja Freiräume. Und die Freiräume schaffe ich dann beispielsweise, wenn meine Bücher irgendwie ins Theater kommen und tut sich ja ein ganz anderer Raum auf, um kreativ sein zu können. Und das ist für mich das Entscheidende, glaube ich. Also wäre deine Strategie gar nicht unbedingt in bestehende Strukturen reingehen zu wollen, sondern neue Räume zu schaffen. Unbedingt, weil also ich glaube, das ist halt ein Unterschied, ne? Also ein wesentlicher Unterschied, ob ich reagiere auf bestehende Strukturen und mich versuche als Abnorm, was ich ja in den Strukturen bin, irgendwie anzupassen. Das funktioniert eigentlich grundsätzlich nicht, würde ich sagen, sondern es geht ja darum, neue Räume zu schaffen, jenseits der Strukturen. Zu wissen, okay, die Strukturen sind da, lassen wir die mal da. So. Und dann jenseits in diesen kleinen Zwischenräumen, die sich dann auftun, reinzugehen und diese Zwischenräume größer zu machen und zu öffnen und auch andere Leute einzuladen, damit sie noch größer werden und es noch kreativer wird und ja. Die Botschaften, die ich aus meinen Gesprächen mit nach Frankfurt nehmen werde, sind klar. Das fehlende Wissen um schwarze deutsche Geschichte muss dringend gelehrt werden. Am besten akademisch verankert. In den USA wird wichtige kritische Arbeit geleistet, doch muss in Deutschland die Spezifik der deutschen Geschichte gesondert berücksichtigt werden. Es ist wichtig, bestehende Strukturen herauszufordern, doch sollte es letztlich um die Schaffung neuer, inklusiver, kreativer Räume gehen. Zurück in Frankfurt bin ich mit Karin Schmidt-Friedrichs verabredet. Sie ist die Vorsteherin des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels. Der Verein vertritt die Interessen der Buchhandlungen, Verlage, ZwischenbuchhändlerInnen und anderer Medienunternehmen gegenüber Politik und Öffentlichkeit. Und das seit bald 200 Jahren. Ich bin Karin Schmidt-Friedrichs, die Vorsteherin, Vorstandsvorsitzende des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, der in Deutschland die Verlage, den Buchhandel und den Zwischenbuchhandel vertritt. In meinem Beitrag geht es um Black Stories, um schwarze deutsche Literatur oder auch die Literatur schwarzer in Deutschland lebender Personen. Ich konnte bisher zeigen, dass es dafür keine ganz klare Definition gibt, sondern dass diese Literatur vielmehr einen Prozess beschreibt und damit auch eher zu einem Vehikel wird hin zu einer Gesellschaft, die Form findet in realer Vielfalt. Was ging Ihnen durch den Kopf, als Sie die Anfrage für dieses Interview bekamen? Das haben Sie eigentlich fast schon geschildert. Unsicherheit. Also das Bewusstsein für Unwissenheit, das Bewusstsein für Notwendigkeit und dann so ein, Gott, was soll ich dazu sagen? Und ich glaube, das trifft, aber also alle, die ich frage, denen würde es genauso gehen. Die sagten, oh, was sagst du denn da? Also unsicher. Das wirkt ja ein bisschen wie ein Widerspruch. Etwas, das vorher nicht benannt war, soll nun benannt werden, damit es in Zukunft keine Benennung dafür mehr braucht. Demokratie ist auch erst voll funktionstüchtig, wenn klar ist, wer eigentlich alles Teil davon ist. Müssen erst alle am Tisch sitzen, um
entscheidungsfähig zu sein, alle am Tisch sitzen, damit klar ist, was für Entscheidungen getroffen werden können? Also muss man Demokratie vielleicht auch eher als einen Prozess begreifen und einen Prozess auch, der vielleicht nie abgeschlossen ist? Also rückblickend war es ja ein Prozess, der auch lang gedauert hat, mit Rückfällen, also zumindest in Deutschland historisch. Und ich frage mich gerade, was haben die nennt man ja dann Gründerväter, ich würde sie gerne Gründerväter und Mütter genannt haben, des Grundgesetzes, die haben, glaube ich, genauso ausgelotet, was wollen wir für eine Gesellschaft werden. Und dann hatten wir das Grundgesetz und damit hatten wir diesen gemeinsamen Boden, Common Ground. Und ich denke, es wird ein ähnlicher Prozess werden, des Auslotens, des Zuhörens, ganz wichtig, auch des Artikulierens von Interessen. Ja, und wahrscheinlich braucht das Kind den Namen, damit man es dann eben auch in Redaktionskonferenzen, in Verlagsprogrammen benennen kann. Ich befürchte schon, wir brauchen den Namen auch. Um dann natürlich idealerweise irgendwann nicht mehr darüber sprechen zu müssen, weil es dann ja vielleicht vollkommen normal ist. Das wäre wunderbar. Ja, dass es dann eben unterschiedliche Literaturerzeugnisse, Kunst, Kulturproduktion gibt. Dass das einfach, ja. Dann kommt wahrscheinlich die wissenschaftliche Aufbereitung, oder? Dann wird es wahrscheinlich irgendwann zu einem Fach in den diversen Studiengängen. Ja, wobei ich bin mir gar nicht so sicher, ob das nicht also das schließt sich ja nicht aus. Ich glaube, dass das etwas ist, was auch parallel passieren muss. Unbedingt. Ich denke, dass viel eben sich aus einer wissenschaftlichen Auseinandersetzung ergibt. Und dann natürlich wiederum dann wieder Gegenstand wissenschaftlicher Auseinandersetzung wird, also dass es da schon auch diese gegenseitige Auseinandersetzung braucht. Also ich glaube, das ist immer, wenn nur in den Hörsälen etwas passiert, das ist zu wenig, es muss auch auf der Straße passieren. Aber wenn es nur auf der Straße passiert, dann verflüchtigt sich sehr schnell und die Forschung gibt den Rahmen. Welche Projekte, Ideen und Strategien verfolgt der Börsenverein des deutschen Buchhandels, um reale Vielfalt in seinen Aktivitäten abzubilden? Oder auch, was müsste sich Ihrer Meinung nach verändern, damit etwas passiert? Der Börsenverein versteht sich genau wie die Branche eben nicht nur als Wirtschaftsverband, sondern auch als Kulturverband und als gesellschaftlichen Themen und auch Missständen verpflichtet. So hat er seit 70 Jahren verleihen wir den Friedenspreis des deutschen Buchhandels, dieses Jahr an Amartya Sen. Der Börsenverein setzt sich immens für Meinungsfreiheit und Vielfalt ein und er kann und will und wird das seinen Mitgliedern nicht hintexten, aber natürlich beeinflusst er damit das Geschehen in der Branche mit und gibt Menschen und Themen eine Stimme, bietet Aufmerksamkeit, eine Bühne und wird auch selbst aktiv in diesem Jahr digital. Aber im letzten Jahr erinnern Sie sich vielleicht an die Demonstrationen mit den Regenschirmen für die Freiheit der Meinungsäußerung in Hongkong. In dieser Richtung werden wir ganz sicher weitermachen und da gibt es auch ein ganz intensives Sensorium für Themen, die einfach zur Sprache gebracht werden müssen. Wenn wir jetzt noch mal auf das Thema schwarze deutsche Literatur schauen, was glauben Sie jetzt auch aus Ihrer Erfahrung heraus müsste passieren, damit dafür eine größere Aufmerksamkeit auch von der Buchhandel, von der Verlagsseite eine größere Aufmerksamkeit kommt? Ich glaube, dass wir gerade beide dazu beitragen. Also ich glaube, dass wir anfangen zu sprechen, dass wir anfangen über das zu sprechen, wofür wir, wie eingangs besprochen, noch gar keinen Gattungsbegriff haben. Und dass wir uns aus dieser Komfortzone herausbewegen, ach, lieber nicht drüber reden. Wenn jetzt Medien das aufnehmen, und diese Impulse bin ich ziemlich sicher, dass Medien die aufnehmen werden, dann ist das Interesse auch da.
Und dann suchen Menschen plötzlich nach diesem Begriff im Verzeichnis lieferbarer Bücher, fragen ihre BuchhändlerInnen. Und es wäre nicht das erste Mal, dass es aus Nachfrage auch Publikationen werden. Ich wünsche mir sehr, dass diese Macht genutzt wird, um Veränderungen anzustoßen und um Freiräume zu schaffen, die kreative Ansätze ermöglichen. Ich hoffe, dass Angst und Unsicherheit zu Neugier werden, vor allem zu Neugier für sich selbst und Neugier auf eine Welt, in der alle ihren gleichwertigen Platz haben. Hier ging es um schwarze Geschichte, um schwarzes Erzählen, um die Geschichte und die Geschichten von schwarzen Deutschen und schwarzen Menschen in Deutschland. Der Beitrag reiht sich ein in die Arbeit derer, die vorher da waren und ist die Brücke zur Arbeit derer, die noch kommen werden.